Wusstest du, dass der Geschmack deines Brotes schon im Pulisch beginnt? Genau deshalb rühre ich heute einen ganz besonderen Vorteig an. Mit Mehl und Hefewasser als natürliches Backtriebmittel und Kaffee. Warum Kaffee? Weil er nicht nur Aroma, sondern auch Tiefe und eine schöne Farbe mit ins Brot bringt. Ein Pudisch ist ja generell schon wunderbar geeignet, um mehr Aroma ins Brot zu bringen, den Teig dehnbarer zu machen und vor allem sorgt er für eine längere Frischhaltung des Gebäcks. Das brauchen wir auf jeden Fall. Aber durch den Kaffee wird es, finde ich, ein kleines bisschen perfekter. Ich rühre das Ganze an. Ein Pulisch ist ein Vorteig, bei dem Mehl zu gleichen Teilen mit Flüssigkeit gearbeitet wird. Und normalerweise kommt da so ein Hefewürfel oder ein Teil von Hefe rein oder Trockenhefe. Auf meinem Kanal geht es um natürliche Backtriebmittel. Und wenn du davon mehr haben willst, dann abonniere meinen Kanal, gib mir auch immer gerne einen Daumen hoch und teile meine Videos, damit auch andere sehen können, wie einfach und lecker man zu Hause mit natürlichen Sachen backen kann. Das genaue Rezept mit den Mengenangaben findest du übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn du auf mehr klickst, also in der Infobox. Oder du wartest bis zum Schluss. Da habe ich das Rezept auch nochmal. Dann pausiere das Ganze einfach und mach dir eben einen Screenshot. So, ich rühre das Ganze hier durch, so dass wirklich alle Zutaten miteinander schön vermengt sind und das Mehl auch mit der ganzen Flüssigkeit vermischt ist. Und dank dem Teigrührer kann ich das auch wunderbar sauber machen. Den habe ich mir eigentlich mal für Sauerteig geholt, weil man da richtig schön die Gläser mit sauber bekommt. Aber auch für den Pulisch perfekt geeignet. Und während der Teig wartet, mache ich eben ein Quellstück. Dafür habe ich die Saaten vorsichtig in meiner gusseisernen Pfanne hier angeröstet. Wenn ihr eine normale Pfanne habt, könnt ihr das ruhig höher stellen, aber bei einer gusseisernen Pfanne, weil die sehr gut und sehr schnell die Hitze aufnimmt, macht das ruhig auf der mittleren Stufe. Nicht, dass die Saaten euch anbrennen. Und die heißen Saaten werden jetzt nicht mit Wasser, sondern auch mit Kaffee übergossen. Es ist ja ein Kaffeebrot. So, die Saaten sind noch heiß und die ziehen jetzt die Flüssigkeit richtig auf. Und das solltet ihr generell immer machen. Wenn ihr Saaten in eurem Brot habt, egal ob ihr sie anröstet oder nicht, gebt sie vorher in Flüssigkeit, damit sie sich aufsaugen können, denn ansonsten würden sie später beim Backen die Flüssigkeit aus dem Brotteig ziehen und dann wird das Brot trocken. Dann habe ich hier ein bisschen Vollkornmehl, denn das Quellstück ist fertig. Die Flüssigkeit wurde richtig gut aufgesogen und dank meines Gärautomatens ist der Pulisch richtig schön und schnell aufgegangen. Guckt euch das mal an. Also, da können wir direkt loslegen. Quellstück mit zu dem Mehl geben. So, und schaut euch mal die Farbe an. Ist das nicht schön? Also, absoluter Wahnsinn. Und ich bin schon sehr gespannt, wie euch das Brot schmecken wird. Also schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Auf Facebook und Instagram könnt ihr mir sonst auch eure Exemplare schicken. Da freue ich mich auch immer riesig drüber. Und ich mag das Brot total gerne und ich muss euch gestehen, ich mag gar keinen Kaffee. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf die Idee kam, ein Kaffeebrot zu kreieren. Ich hatte da irgendwie einfach Lust zu. Und auch als Nicht-Kaffeemöger ist dieses Brot echt fantastisch. Also es hat ein wunderbares Aroma, richtig lecker. Und ich gebe jetzt hier noch Salz hinzu, noch ein bisschen mehr Kaffee, es ist noch nicht genügend drinne und nochmal zusätzlich entweder Hefewasser oder Wasserkefir als Backtriebmittel. Das Ganze rühre ich jetzt in meiner KitchenAid mit der Teigpeitsche von Rammershofen, denn ich finde tatsächlich, dass Teige damit richtig gut gelingen. Aber das zeige ich euch gleich mal. Denn meistens laufen die Teige ja hoch an dem Knethaken. Oder die nehmen die Zutaten nicht so richtig auf. Ich finde tatsächlich, dass das mit der Teigpeitsche hier besser gelingt, aber schreibt mir da auch eure Erfahrungen bitte gerne einmal in die Kommentare. Bisher habe ich nur Gutes von euch gehört und ich
aus meiner eigenen Erfahrung kann auch tatsächlich nur Gutes berichten. Schaut mal, wie schön der Teig jetzt durchgeknetet ist. Ich gebe das dann jetzt in eine Schüssel. Solltet ihr helles Mehl statt Vollkornmehl nehmen, dann kann es sein, dass ihr jetzt den Teig noch strecken und falten müsst. Ich habe das absichtlich so konzipiert, dass ihr das nicht müsst, weil ihr ja quasi den Aufwand schon habt mit Pulisch und Quellstück. Und damit euch das dann nicht zu viel wird, habe ich den Teig jetzt so gemacht, dass ihr ihn jetzt hier einfach nochmal nur aufgehen lassen müsst. Und wenn er sich verdoppelt hat, dann formt ihr ihn einfach entweder rund oder eckig, so wie ihr ihn gerne haben möchtet. Ihr könnt das Brot natürlich auch in einer Kastenform backen. Das geht besonders gut, wenn er dann noch flüssiger ist. Ich habe mich dafür entschieden, ihn heute in meinem gusseisernen Topf zu backen. Da habe ich hier diesen kleinen Ottier-Topf, deswegen das ist ein kleineres Brot, kein zu großes. Und gebe das jetzt einfach nochmal zum finalen Aufgeben hier in einen Gärkorb. Ihr könnt, wenn ihr sowas nicht habt, auch einfach ein Sieb nehmen, da ein Küchenhandtuch reinlegen und da das Brot dann reingeben. Das wird jetzt noch mal kurz abgedeckt und darf dann noch mal ruhen, bis es wieder weiter aufgegangen ist. Mindestens 30 bis 60 Minuten lang. So, schaut euch das Ergebnis an. Das ist richtig schön geworden. Und ich habe jetzt hier so eine Brotschlinge. Alternativ könnt ihr natürlich auch ein Backpapier verwenden oder ihr stützt es direkt auf euer Backblech drauf. Ich finde die Brotschlinge tatsächlich ganz praktisch beim Backen in Töpfen, egal ob gusseisern oder nicht. Das ist aber eure Entscheidung. Ihr müsst das nicht tun. Ihr könnt auch zum Beispiel ein Backpapier unter Wasser schön zerknüllen und feucht machen. Dann ist es schön dehnbar und schmiegt sich dann besser an den Topf an. Und ich besprühe das Ganze jetzt noch mal ein bisschen mit Wasser. Ich habe den gusseisernen Topf in meinem Mini-Backofen für eine halbe Stunde aufhitzen lassen. In einem großen Backofen solltet ihr das mindestens für eine Stunde machen, natürlich mit Deckel. So, und dann nach einer Weile wollte ich mal gucken, wie weit der Teig denn ist. Ja, also so ein Thermometer ist optional. Auch das ganze Equipment, was ich euch hier zeige, ne? Das ist das, womit ich total gerne backe, was mir Spaß macht. Ich habe das euch auch noch mal in der Infobox verlinkt. Aber das muss alles nicht. Ich finde tatsächlich, wenn man häufiger Brot backt, dann holt man sich immer mehr und dann merkt man einfach, wie viel bequemer und einfacher das Ganze wird. So, ich habe es noch mal in den Backofen gegeben. Und dann könnt ihr schon sehen, die Kerntemperatur steigt und das ist wichtig. Bei Broten sollte sie mindestens 90, 95 Grad betragen. Dann sieht es gut aus und das Brot ist durch. Alternativ geht natürlich auch die Klopfprobe. Und ich lasse das Ganze jetzt eben hier auf einem Kuchengitter auskühlen. Und wenn es dann ausgekühlt ist, dann schaut euch bitte einmal das Ergebnis an. Schon allein die Farbe, so richtig schön malzig, also herzhaft, köstlich, lecker. Und das Brot hat eine ganz tolle Kruste. Und jetzt könnte man denken, das ist vielleicht ein bisschen zu fest geworden oder ähnliches, aber das Brot ist super saftig. Ich zeige euch das mal. Hier, da die ganzen Kerne, die wir hier heute verwendet haben. Euch wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns in diesen Videos wieder und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.